Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Besprechung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo auch von meiner Seite. Wir schauen uns heute mal was an, das uns ja wirklich jeden Tag beschäftigt. Kleidung, Mode und Stil. Und zwar hier bei uns in Deutschland. Genau, wir haben dazu ja Auszüge aus dem Material Kleidung, Mode und Stil, was wir tragen und warum bekommen. Und da steigen wir jetzt mal tiefer ein. Richtig. Unsere Mission heute sozusagen. Wir wollen gemeinsam rausfinden, was ziehen die Deutschen so an, warum eigentlich und was sagt das vielleicht über Kultur und Persönlichkeit aus. Und das Ganze ist ja auch speziell für dich aufbereitet, wenn du gerade Deutsch lernst, so auf B1, B2 Niveau. Genau, da kann man bestimmt auch sprachlich einiges mitnehmen. So, lass uns direkt starten. Jeder kennt das doch, oder? Morgens. Der Wecker klingelt, man steht auf, tappt zum Kleiderschrank und dann die Frage, was ziehe ich heute bloß an? Ja, die tägliche Herausforderung. Was beeinflusst diese Entscheidung denn hierzulande am meisten laut unserer Quelle? Also die Unterlagen legen nahe, dass das Praktische ganz, ganz weit vorne steht. Allen voran das Wetter. Klar, wenn's kalt ist, Ja, dann brauchst du halt eine Jacke, einen Pullover, vielleicht einen Schal. Und im Sommer ist es dann eben das T-Shirt, kurze Hose, Sandalen, solche Sachen. logisch. Aber nicht nur das Wetter, oder? Nein, natürlich nicht. Der Anlass ist auch super wichtig. Gehst du zur Arbeit oder triffst du Freunde? Das macht einen Unterschied. Und manchmal auch einfach die Laune, wie man sich gerade fühlt. Das stimmt. Manchmal will man ja was Buntes, manchmal eher was Gemütliches. Mhm. Dazu passt ja auch super dieses Sprichwort, das steht auch im Material, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Das hört man ja ständig. Ja, das ist wirklich typisch deutsch, könnte man fast sagen. Und das steckt ja auch was dahinter. Was denn genau? Naja, es zeigt diese pragmatische Sichtweise, so eine Machermentalität fast. Nicht über das Wetter jammern, sondern sich passend anziehen. Problem gelöst, sozusagen. Sich anpassen, vorbereitet sein. Genau. Die Quelle sagt ja auch, dass viele Deutsche selbst im Sommer oft eine Jacke dabei haben. Man weiß ja nie, ob es nicht doch umschlägt. Stimmt, das deutsche Wetter ist manchmal unberechenbar. Eben. Funktionalität und Vorbereitung, das scheint wichtig zu sein. Führt diese Betonung des Praktischen vielleicht auch dazu, dass deutsche Mode im Ausland manchmal als, etwas weniger aufregend gilt? Wird das erwähnt? Explizit die Außenwahrnehmung nicht, aber die Charakterisierung geht schon in die Richtung. Eher praktisch als extrem modisch. Das Wohlfühlen ist oft wichtiger als Auffallen. Also Komfort über alles. Oft ja. Das heißt nicht, dass es keine Mode gäbe, aber diese praktische Ader, die ist schon stark. Ob das jetzt direkt unmodisch ist, liegt im Auge des Betrachters, aber die Priorität ist oft klar. Es muss funktionieren im Alltag. Apropos funktionieren. Bei der Arbeit muss Kleidung ja oft auch funktionieren. Die Quellen nennen ja Beispiele für Berufsbekleidung. Richtig, da gibt's ja ganz spezifische Sachen. Den Arztkittel, die Uniform für Pflegekräfte, Kochjacke und Mütze. Oder Sicherheitsschuhe und Helm auf der Baustelle. Da geht's ja auch um Schutz. Absolut. Aber interessant wird's ja im Büro. Da fällt der Begriff Business Casual. Was ist das genau? Ja, was verbirgt sich dahinter? Nicht ganz formell, aber auch nicht Freizeitlook, oder? Genau. Es ist so ein Mittelweg. Ordentlich, professionell, aber ohne den steifen Anzug oder das Kostüm. Also für Männer
Eher Hemd und vielleicht eine gute Hose, nicht unbedingt Krawatte. Ja, oder auch mal eine dunkle, gepflegte Jeans. Für Frauen dann vielleicht eine Bluse, ein Rock, ein schlichtes Kleid. Es soll Kompetenz ausstrahlen, aber eben auch nahbar wirken, nicht zu distanziert. Und gerade wenn man neu anfängt oder sich vorstellt, da steht im Material, dass gepflegte Kleidung super wichtig ist. Total. Das ist quasi das erste Signal, das du sendest. Es zeigt, ich nehme das hier ernst, ich respektiere das Unternehmen und die Situation. Der erste Eindruck zählt eben. Absolut. Und wenn man das mal größer sieht, Arbeitskleidung identifiziert ja auch, denk an Uniformen, sie schafft Professionalität und schützt manchmal. Business Casual spiegelt vielleicht so eine Arbeitskultur wider, die zwar Leistung und Seriosität erwartet, aber nicht übertrieben hierarchisch ist. So ein Kompromiss eben. Verstehe. Okay, weg vom Büro hin zum Einkaufen. Auch das ist ja Thema. Die Leute kaufen ja nicht nur im Laden, sondern auch viel online. Ja, beides ist verbreitet. Einkaufszentren, Fußgängerzonen, aber eben auch der Klick im Netz. Und wenn man jetzt im Laden steht und was anprobieren will, da braucht man ja manchmal ein paar Sätze auf Deutsch. Hast du da Beispiele aus der Quelle parat? Klar, da gibt es ganz nützliche Wendungen. Zum Beispiel einfach: Entschuldigung, ich möchte diese Jacke bitte anprobieren. Ganz direkt. Und wenn die Größe nicht passt? Dann fragt man: Haben Sie das vielleicht auch eine Nummer größer oder eben kleiner? Oder nach der konkreten Größe. Haben Sie das in Größe L? Und Farben? Wenn ich statt schwarz lieber blau hätte? Auch einfach. Gibt es das auch in Blau? Oder haben Sie das noch in anderen Farben? Das sind echt Sätze, die dir im Alltag helfen können. Super, das ist praktisch. Was beim Shoppen ja auch auffällt, und das wird auch erwähnt: Rabatte, Sales. Oh ja, Winterschlussverkauf, Sommerschlussverkauf, diese riesigen Schilder mit Sale oder minus 50%, das lieben viele Deutsche. Spricht das für ein starkes Preisbewusstsein? Die Jagd nach dem Schnäppchen. Definitiv. Das hat schon Tradition hier, dieses Vergleichen und auf Angebote warten. Aber, und das ist jetzt der spannende Gegenpol, der auch in den Quellen steht, es gibt einen wachsenden Trend. Welchen denn? Nachhaltigkeit. Nachhaltige Mode ist das Stichwort. Ah ja, davon hört man immer mehr. Was bedeutet das genau im Kontext Kleidung? Das heißt, man achtet bei der Produktion auf die Umwelt. Weniger Wasser, keine giftigen Chemikalien, zum Beispiel. Und auch auf soziale Aspekte. Faire Löhne, gute Arbeitsbedingungen, keine Kinderarbeit. Und oft natürliche Materialien oder recycelte. Genau. Baumwolle aus Bioanbau, recyceltes Polyester, solche Dinge. Klingt gut und wichtig. Aber ist das nicht ein Widerspruch zu dieser Schnäppchenjagd? Nachhaltige Mode ist ja oft teurer. Das ist genau die Spannung, in der wir uns gerade befinden. Das Bewusstsein für Umwelt und Soziales wächst. Viele Leute wollen nicht mehr diese Fast Fashion unterstützen, also Kleidung, die billig produziert wird und schnell im Müll landet. Man fragt sich, wo kommt das eigentlich her? Richtig. Wer hat das gemacht? Unter welchen Bedingungen? Aber klar, der Preis bleibt ein Faktor. Das ist der Konflikt. Billig und viel oder weniger, dafür hochwertiger und fair produziert. Eine echte Abwägung für jeden Einzelnen. Ja, und die Quellen deuten an, dass diese Diskussion gerade sehr präsent ist. Kauft man bewusster oder siegt am Ende doch der Preis? Schwierig? Lass uns noch mal auf den allgemeinen Stil zurückkommen. Du sagtest ja schon, eher praktisch. Genau. Die Beschreibung in den Unterlagen ist oft praktisch, bequem, unkompliziert.
Das Wohlfühlen scheint im Vordergrund zu stehen. Also lieber die bequemen Sneaker als die High Heels, die zwicken. Oft ja. Jeans, T-Shirt, Pullover, bequeme Schuhe, das ist so eine Art Grundausstattung, die man viel sieht. Funktionalität vor modische Extravaganz. Vielleicht so eine gewisse Bodenständigkeit. Aber, und das finde ich jetzt wirklich interessant, das ist ja nicht alles. Die Quellen sagen ja auch, es gibt Mode, gerade in den großen Städten. Absolut. Berlin wird ja explizit als Modehauptstadt genannt. Aber auch in München oder Hamburg, da gibt es Modewochen, Designerläden. Mhm. Und man sieht auf der Straße einfach kreativere, individuellere Looks. In Berlin manchmal ja auch richtig ausgefallene Sachen. Stimmt. Das zeigt ja, Deutschland ist da nicht einheitlich. Es gibt diesen starken, praktischen Trend, aber eben auch den Wunsch nach Ausdruck, nach Kreativität. In den Metropolen bricht sich das mehr Bahn. Mode als Sprache quasi. Genau. Nonverbale Kommunikation. Man zeigt ja auch ein Stück seiner Persönlichkeit damit. Ja, das steht auch drin. Farben zum Beispiel. Bunt wirkt vielleicht offener, fröhlicher. Dunkel eher ruhig oder elegant. Und die Stile? Sportlich, klassisch, rockig, romantisch. Da gibt's ja unendlich viele Möglichkeiten, sich auszudrücken. Die Autorin im Text nennt ja ihr eigenes Beispiel. Sie mag es einfach und bequem, aber trotzdem schick. Jeans, weiße Sneaker, schlichtes Shirt, das ist ihr Ding. Und das ist ja das Schöne heute, Was meinst du? dass man diese Freiheit hat. Es gibt nicht mehr die eine starre Regel. Jeder kann und darf seinen eigenen Stil finden und zeigen. Das ist doch toll. Stimmt. Und da passt es ja auch gut, wenn man mal ein Kompliment bekommt, oder? Wie sagt man das denn nett auf Deutsch? Steht dazu was in den Quellen? Ja, da gibt's auch Beispiele. Ganz einfach. Das Kleid steht dir gut. Oder die Jacke gefällt mir. Oder auch allgemeiner, oder? Klar. Du hast einen tollen Stil. Oder bei Freunden vielleicht auch lockerer. Cooles Outfit. Oder ich finde deinen Stil cool. Das sind nette Kleinigkeiten, die ja auch zur sozialen Seite von Mode gehören. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir viel über Alltagskleidung und Modestile gesprochen. Es gibt aber ja noch was. Traditionelle Kleidung. Da fokussieren sich die Quellen stark auf eine Region, oder? Ja, vor allem auf Bayern. Dirndl und Lederhose. Die kennt man ja auch international. Gerade vom Oktoberfest. Genau. Sie sind da allgegenwärtig. Ein Symbol für Tradition, für bayerische Identität, für Lebensfreude auch. Aber es wird auch gesagt, dass andere regionale Trachten, die gibt's ja überall in Deutschland, heute meist nur noch zu besonderen Anlässen getragen werden. Also bei Festen oder von Vereinen. Das stimmt. Es ist schon faszinierend, warum gerade Dirndl und Lederhose so eine Ikone geworden sind. Sie sind ja heute nicht nur Ausdruck von Brauchtum, sondern auch ein modisches Ding für Feste. Also nicht nur Museum, sondern lebendig. Ja, absolut. Man sieht ja auch ganz moderne Interpretationen davon. Es ist so eine Mischung aus Traditionspflege und modischem Statement für bestimmte Gelegenheiten. Okay, wenn man jetzt also die Alltagsjeans, das Bürohemd und vielleicht sogar ein Dirndl im Schrank hat, dann will man das ja auch pflegen. Und da beschreiben die Quellen auch was typisch Deutsches, oder? Eine gewisse Sorgfalt. Das Thema Kleiderpflege kommt auch vor. Diese kleinen Zettelchen, die eingenäht sind, die Waschhinweise. Mit den Symbolen drauf. Genau. 30 Grad Feinwäsche nicht in den Trockner.
Bügeln nur auf Stufe 1. Die Quellen sagen, dass viele Leute in Deutschland das ziemlich ernst nehmen. Und das Sortieren der Wäsche. Weiß, bunt, dunkel. Ja, das scheint auch sehr verbreitet zu sein. Hat das tiefere Gründe, diese Sorgfalt? Was meinst du? Naja, man könnte das schon mit so kulturellen Ideen wie Ordnungsliebe oder Werthaltung verbinden. Dinge, die man oft mit Deutschland assoziiert. Damit die Sachen länger halten. Genau. Kleidung soll schön bleiben, ihre Qualität behalten. Vielleicht ist es auch Respekt vor dem Wert der Sachen, vor der Arbeit, die drin steckt. Besonders wenn man vielleicht bewusst in nachhaltigere, teurere Teile investiert hat. Das leuchtet ein. Gut, und weil wir ja auch hier sind, um dir beim Deutschlernen zu helfen. Die Quellen haben noch mehr nützliche Sätze parat, oder? Nicht nur fürs Einkaufen oder für Komplimente? Stimmt. Zum Beispiel, um einfach zu sagen, was man anhat. Ich trage heute eine Jeans und einen roten Pulli. Ganz simpel. Oder wenn was nicht passt. Diese Schuhe sind mir zu eng. Oder die Hose ist leider zu kurz. Das ist ja auch wichtig. Oder wenn man was braucht, ja? Ich brauche etwas Warmes für den Winter. Oder ich suche ein schickes Hemd für eine Hochzeit. Solche Sätze sind halt super nützlich im Alltag. Beim Reden mit Freunden, beim Shoppen. Klasse, das sind echt gute Bausteine. So, jetzt sind wir einmal quer durch die deutsche Kleidungslandschaft gereist, oder? Kann man so sagen. Von der morgendlichen Ratlosigkeit über Büro-Dresscodes, die Nachhaltigkeitsfrage bis hin zu Dirndl- und Waschsymbolen. Was also das Fazit? Was nehmen wir mit? Ich glaube, das Bild, das die Quellen zeichnen, ist: Kleidung in Deutschland ist oft praktisch, ja, aber sie ist eben auch viel mehr. Sie spiegelt Persönlichkeit, sie zeigt Zugehörigkeit zur Arbeitswelt, sie trägt Traditionen weiter. Sie ist Teil der Identität. Genau. Kleidung kommuniziert immer etwas, ob wir wollen oder nicht. Und am Ende, das betonen die Quellen ja auch, ist das Wichtigste: Du musst dich wohlfühlen in dem, was du trägst. Das ist ein sehr schöner Gedanke zum Abschluss. Und hast du vielleicht noch eine Frage, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum Weiterdenken anregt? Etwas, das über das heutige Gespräch hinausgeht? Ja, vielleicht das. Was glaubst du, wie sich unsere Einstellung zur Kleidung und die Mode hier in Deutschland in Zukunft verändern wird, wenn wir an Dinge denken wie den Druck zur Nachhaltigkeit, der ja wächst, oder die Globalisierung, Social Media, die ja alles beeinflussen? Oder sogar der Klimawandel selbst, der ja auch beeinflusst, was wir praktisch tragen können. Genau. Welche dieser Kräfte, Nachhaltigkeit, Globalisierung, Technologie, Klima, werden wohl den größten Einfluss darauf haben, wie wir uns in, sagen wir, 10 oder 20 Jahren kleiden werden? Das finde ich eine spannende Frage. Das ist sie definitiv. Eine Frage, über die man nachdenken kann. Damit sind wir für heute am Ende. Wir haben uns Kleidung, Mode und Stil in Deutschland genauer angeschaut. War interessant. Fand ich auch. Vielen Dank dir fürs Zuhören und Mitdenken. Wir hoffen, es hat dir gefallen und du konntest auch ein bisschen was für dein Deutsch mitnehmen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.